Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. So, wir waren beim AGB. Und jetzt gibt es gleich ein bisschen was zum Thema Unternehmenskauf in den USA für E2. Könnte ein bisschen komplexer werden. Bis gleich. So, geht los. Ihr seht, ich habe einen Pullover an. In Texas ist der Winter ausgebrochen. Es ist 16 Grad. Wahnsinn. Und weil 16 Grad ist, das ist auch total lustig. Ne? Also ich war gerade ja die Einkäufe auspacken im Auto hin. Und wenn 16 Grad ist, ist in Texas Winter. Und das bedeutet, ich sehe hier ganz viele joggen mit Ohrwärmern, mit Mütze und mit Handschuhen. 16 Grad, ich meine, gut, das soll nicht unser Thema sein heute. Ich habe mir überlegt, weil ihr ja immer noch so auf E2 steht, dieses Visum, also gibt es ja ganz viele Unterarten. Und wir sind mittlerweile auch so weit, dass wir sagen, okay, wie bekommen wir jetzt die Green Card? Also wir sind ja jetzt mit E2 hier und ihr wisst, dieses E2-Visum ist leider nicht Green Card-fähig. Das heißt, wir müssen das immer wieder erneuern, was jetzt ehrlich gesagt kein Problem ist. Aber es ist halt ein bisschen anstrengend und der Weg zur Green Card ist ein bisschen schwieriger. Es gibt aber wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten, die Green Card hier zu bekommen. Es gibt mittlerweile, wir haben mit einem gesprochen, mit dem haben wir am Donnerstag lunchen. Und der hat zum Beispiel uns den Hinweis gegeben, es gibt auch eine Visumsform E2B, Schlag mich tot, irgendeine Buchstabenkombination, wo man sich selber sponsern kann, weil man mit einem E2-Visum hier ist. Aber das, weißt du, da habe ich noch überhaupt gar keine Ahnung von. Darum sage ich das jetzt mal nicht. Aber es gibt ja viele Foren und viele von euch überlegen ja auch, jetzt keine Firma zu gründen, was ja völlig okay ist, sondern ein Unternehmen zu kaufen. Und Unternehmen kaufen ist natürlich auch E2-fähig, weil ihr natürlich investiert. Ne? Also mit einem Unternehmenskauf, brauche ich euch nicht erzählen, ist natürlich, fließt viel Geld. Und das ist natürlich eine Investition, die auch E2-fähig ist. So, aber jetzt wisst ihr ja, ich mache Unternehmenskäufe und Verkäufe zum Leben. Da fällt mir übrigens ein, es gibt auf YouTube gibt's einen so einen Cop aus Arizona, Frank heißt der, den müsst ihr mal googeln. Der ist wirklich cool und der hält immer die Leute an, wenn die zu schnell fahren. Also der ist bei so einer Traffic Unit und sagt, My name is Frank and I do pullover for living. Ja, also eigentlich sagt er immer, I do, was war das? I do traffic stops for living. Und sehr cooler Typ. Und das, was der macht, ist natürlich genau das Gleiche bei mir. Ich mache natürlich keine Pullovers for living, sondern ich mache Unternehmenstransaktionen for living. So für uns selber und auch für andere. So, das heißt, ich traue mir schon zu, dass ich einen gewissen Erfahrungsschatz hier angesammelt habe, was Unternehmenskäufe angeht. Ich habe mal nachgeguckt, irgendwie seitdem ich damit angefangen habe. Das war so 2008, keine Ahnung, weiß ich nicht, haben wir schon mehr als 30 Unternehmen gekauft, also nicht nur für uns, sondern auch für andere, macht man halt so als Dienstleister. Und darum glaube ich, kann ich ein bisschen erzählen und aus dem Nähkästchen plaudern, denn wir machen das in den USA auch, jetzt seit fast 2 Jahren. Und auch hier haben wir schon einige Unternehmenstransaktionen begleiten dürfen. Und da habe ich natürlich auch ein bisschen Erfahrung gesammelt. So, was mir als erstes auffällt, ist, wenn man in diesen E2-Foren unterwegs ist, also jetzt mal für alle, die mit Unternehmenstransaktionen auch beruflich zu tun haben, für die wird dieses Video hier extrem langweilig, weil ich wirklich versuche, mal so die Thematik zu erklären für Leute, die sich damit noch nie beschäftigt haben und aufgrund des Visumsprozesses jetzt Mergers and Acquisitions, so heißt das hier, M&A, also Käufe und Zukäufe und alles, was darunter fällt, so ein bisschen zu erklären, aber auch auf die Risiken hinzuweisen. Denn es klingt immer so einfach, ich kaufe mir ein Unternehmen und dann habe ich was und dann habe ich ein E2-Visum und gut ist. Wahrscheinlich ist es auch so, aber es gibt halt ein paar Risiken, die ich hier auch gelernt habe, weil so die amerikanische Gesetzgebung dann doch ein bisschen anders ist als die deutsche, worüber wir einfach mal reden müssen. Und das tun wir jetzt einfach mal. Ja, das fängt damit an, ich war ja da stehen geblieben, es gibt ganz viele Foren auf Facebook und Co. Also ich bin kein Freund von Facebook. Ihr werdet mich auch selten auf Facebook sehen, außer bei Instagram, wenn irgendein Post weitergeleitet wird nach Facebook. Aber diese E2-Foren, die sind sehr interessant, nämlich die spiegeln die Vorstellungen der Menschen wider, die hier hinkommen mit einem E2-Visum und auf der Suche sind, ein Unternehmen zu erwerben. Also grundsätzlich muss ich sagen, das ist der beste Weg eigentlich, ne, wenn ihr ein bisschen Kleingeld habt und wenn ihr ein Unternehmen sucht,
was ihr gerne betreiben wollt, also nicht nur fürs E2-Visum, sondern wirklich betreiben wollt, wirklich aufbauen wollt, ist der Unternehmenskauf immer noch super. Und wenn ich Unternehmenskauf meine und sage, dann umfasst das natürlich auch kleine Sachen, wie diese Eisdiele, die da auf Instagram ja ganz gut geht. Die machen das hervorragend. Ne? Ich folge denen heimlich, aber ich finde das ganz gut, was sie da machen. Das Spaghetti-Eis soll übrigens sehr gut sein. Aber es gibt natürlich auch ganz viele, die kaufen so eine Poolroute. Ne? Also Poolrouten sind der letzte geile Scheiß hier. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Darum, ich fange mal vorne an. Wenn ihr ein Unternehmen hier kauft, dann überlegen wir mal irgendwie, was genau kauft ihr denn da? So, und das ist jetzt ein bisschen anders als eine Immobilie. Weißt du, eine Immobilie, die kann ich anfassen, da kann ich mir die Steine, ja jetzt hier nicht, das Holz, zumindest mal einen Splitter in den Finger machen. Das kann ich sehen, das kann ich begutachten. Aber ein Unternehmen ist ja ein bisschen anders. Also ein Unternehmen ist ja eigentlich ein gedankliches Konstrukt. So, denn besteht aus einer Organisation. Was ihr also kauft, ist ja, ihr kauft die Kundenbasis vielleicht, ihr kauft die Lieferanten, ihr kauft die Geschäftsidee, ihr kauft vielleicht, ja, was weiß ich, die Mitarbeiter mit ein, um das Geschäft zu betreiben. Aber letztendlich ist es ein Gedankenkonstrukt, was so ein Unternehmen darstellt. So, was bedeutet das aber? Das bedeutet ja, wenn ihr so eine Poolroute kauft, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Poolroute ist wirklich ein doofes Beispiel, aber das ist halt in den E2-Foren wird halt immer von Poolrouten gesprochen. Und wenn ihr auf Portale geht, also es gibt nicht viele Portale hier, die so Unternehmenskäufe anbieten. Da gibt es BizBuySell, ne, das ist wohl so das größte, also bizbuysell.com. Jetzt muss ich aber sagen, aus der Erfahrung heraus landen da nur Unternehmen, die am Markt sowieso nicht verkaufbar wären, zu einem festen Preis. Ja, zumindest steht da meist ein Preis bei und der wird selten weniger, aber auf gar keinen Fall mehr. Darum bis bei Sell finde ich so, weiß ich nicht, Digga, ob das so gut ist. Aber da gibt es halt ganz viele Poolrouten. So, kommen wir wieder zu dem Poolrouten-Beispiel. Wenn ihr also eine Poolroute kauft, weil ihr denkt, boah, total super, ich zahle da 30.000 Dollar für und dann habe ich ein Unternehmen, nämlich eine Poolroute. So, was bedeutet das? Was kauft ihr denn da? Wenn dieser Poolroutenanbieter, also der Seller, eine Company hat, also eine LLC oder eine Corporation oder was auch immer, dann habt ihr zwei Möglichkeiten, diese Poolroute zu kaufen. Also entweder ihr kauft ihm die LLC ab, also die Anteile an der LLC. Das ist relativ einfach, denn da ist einfach eine Anteilsüberschreibung. Ja, eine LLC, 100% der LLC-Anteile gehören wahrscheinlich dem Poolroutenverkäufer. So, und ihr kauft einfach 100% dieser Poolroutenverkäufer Aktien ab und habt dann eine LLC. Ich glaube, beim E2-Visum reichen schon 50 oder 51% Inhaberschaft, um dann zu verargumentieren, dass ihr hier vor Ort sein müsst. Da komme ich nochmal gleich drauf zu. So, was ich aber sagen will, ist, in diesen Biz-Buy-Sell-Foren habe ich mal so ein bisschen mich umgeschaut und die wenigsten haben eine LLC. Die haben eine Sole Proprietorship, so, also ein Einzelunternehmen, wie man in Deutschland sagt. Und ein Einzelunternehmen kann ich nicht mit Anteilen kaufen. Ja, also ich kann ja nicht 100% des Typen kaufen, der diese Poolroute da besitzt. Das funktioniert leider nicht. So, das heißt, wir sprechen hier dann von einem sogenannten Asset Deal. Ja, das andere wäre ein Share Deal. Was wir jetzt haben, ist ein Asset Deal. Und wenn ihr ein Asset Deal macht, dann ist es ja so, dann kauft ihr die Assets. Sonst wäre es ja kein Asset Deal. Meine Fresse, heute dieses Video sprudelt vor Logik. So, aber dieses Asset Deal geschehen, das ist natürlich so, ihr müsst eine Firma haben oder ein Einzelunternehmen haben, wo ihr diese Assets einlagert. So, wenn ich jetzt vom Businessplan ausgehe, und wir reden ja über E2, wir reden jetzt nicht über irgendwie, ich mache hier ein Buy-and-Build-Konzept, um mir ganz viele Poolrouten zusammenzukaufen, um dann verdammt reich zu werden, sondern das Ziel dieses Unternehmenskaufes, dieses Poolroutenkaufes ist ja, ihr wollt einen Businessplan haben, der eine gewisse Logik hat, nämlich was muss da für Logik drin sein? Ihr müsst dem Konsularbeamten mitteilen, warum ihr hier vor Ort sein sollt. Ihr müsst zeigen, dass ihr Arbeitsplätze schafft, amerikanische, und ihr müsst zeigen, dass ihr eine relevante Summe, so steht es ja im Gesetz, investiert, zumindest bei E2. Bei E5 gibt es konkrete Dollar-Angaben. Aber so, wenn ihr jetzt also diese Poolroute kauft, die Assets kauft, was kauft ihr dann? Ihr kauft dann die Kunden. Ihr kauft vielleicht so ein bisschen Equipment, was der hat zum Pool sauber machen. Und die Frage ist ja, könnt ihr tatsächlich die Arbeitsverträge kaufen? Und die Antwort ist nein, könnt ihr nicht kaufen. Denn bei den Arbeitsverträgen ist es ja so, dass der Poolreiniger, der bei dem Typen angestellt ist, der diese Poolroute hat,
dass der einen Vertrag mit dem Seller hat, also mit dem Verkäufer. So, und jetzt ist der Sklavenhandel ja Gott sei Dank auch hier in Texas abgeschafft. Das bedeutet, ihr müsst also einen neuen Vertrag mit dem haben. Denn wenn der Typ sein Geschäft aufgibt oder an euch übergibt, übergibt er aber die Arbeitsverträge nicht. Denn der Arbeitsvertrag, der sieht, und das ist in Deutschland genauso, so aus, dass da steht, der Horst, der arbeitet für den Peter. So, und wenn der Horst für den Peter arbeitet, kann nicht sein, dass der Michael jetzt den Vertrag kauft und einfach den Peter durchstreicht und da Michael reinschreibt. Meine Fresse ist, ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich. Wenn nicht, fragt mich einfach. Ich antworte fast auf alle Kommentare. So, aber das will ich nur sagen. Also, das hat ein gewisses Risiko, eine Poolroute zu kaufen, wo keine Kapitalgesellschaft hinter ist. Das muss euch im Klaren sein. Das gilt für alles. Ja, also Poolroute ist jetzt die Blaupause für dem, was ich hier erzähle, aber das zählt für alle anderen Geschäftsarten auch. So, ihr habt also das Risiko, dass wenn ihr ein Asset-Deal macht mit einer Poolroute, dass die Mitarbeiter sagen, ah, wisst ihr, für den Deutschen, da habe ich gar keinen Bock zu arbeiten, ich gehe. So, was habt ihr dann gekauft? Dann habt ihr Equipment gekauft und ihr habt Kunden gekauft, könnt ihr aber gar nicht bedienen, weil eure Mitarbeiter weg sind. Ist ein Risiko. Ich sag's nur, wird wahrscheinlich nicht vorkommen, weil die natürlich auch Geld verdienen wollen. Wahrscheinlich wollen die sogar mehr Geld haben, wenn ihr da reinkommt und dann sagen die erstmal, ja, wenn ich hier bleiben soll, dann gibt es nochmal ein bisschen was obendrauf. Das müsst ihr mit allen kalkulieren, habe ich auch schon erlebt. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Es gibt also bei einem Unternehmenskauf Risiken. Ich mache noch mal ein Beispiel. In Texas ist es so, ich weiß nicht, ob es bei den anderen Staaten auch so ist, das wird wahrscheinlich überall so sein, dass wenn ihr einen Share-Deal habt, dann wird der Verkäufer, der wird euch einen Vertrag vorlegen, ein sogenanntes Purchase Agreement, also entweder ein SPA für Share Purchase Agreement oder ein APA für Asset Purchase Agreement. Das ist jetzt sehr technisch, aber es gibt zwei Arten von Verträgen, einmal für Asset-Kauf und einmal für den Share-Kauf. So, wenn ihr eine Kapitalgesellschaft kauft, werdet ihr ein Share Purchase Agreement Vertrag vorgelegt bekommen. Und den solltet ihr auf jeden Fall von einem Anwalt überprüfen, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass da drin steht, sobald ihr unterschreibt, fallen alle Rechte und Pflichten auf euch über, auch in der Vergangenheit. So, jetzt es begab sich Folgendes. Ich habe tatsächlich ein echtes Beispiel. Und zwar von einem guten Freund, der ein Garten- und Landschaftsbauunternehmen hier kaufen wollte. Und der hat sich zum Glück beraten lassen, denn dieses Garten- und Landschaftsbauunternehmen, das war relativ günstig mit relativ guten Erträgen. Hat dann tatsächlich der Anwalt mal gegengecheckt und es wurde festgestellt in einer sogenannten Due Diligence, meine Fresse, heute gibt es aber hier ein Feuerwerk von Fachwörtern. Also Due Diligence, das ist das, was ihr eigentlich macht, um zu prüfen, ob das, was ihr kauft, auch wirklich das ist, was ihr kauft. Ja, also ihr guckt euch die Verträge an, ihr guckt euch die Buchführung an, ihr guckt euch die Bilanzen an, die Gewinn- und Verlustrechnung und bla bla bla. So, und da kam halt heraus, dass der junge Mann, der dieses Unternehmen verkauft hat, ein paar mexikanische Mitarbeiter angestellt hat, die überhaupt gar keine mexikanischen Mitarbeiter sein durften, weil die überhaupt gar keine Arbeitserlaubnis hatten. Und das ist hier wirklich gang und gäbe. Ne? Also die Mexikaner hier, die kommen über den Fluss. Ich sage das mal so platt und das ist tatsächlich so. Und die dürfen hier natürlich nicht arbeiten. Die sind illegal in diesem Land. Die kriegen aber trotzdem eine Sozialversicherungsnummer. Das ist total schräg hier, da mache ich nochmal ein anderes Video drüber. Das hat mir ein Officer erzählt, die kriegen eine Sozialversicherungsnummer, weil der Staat sagt, wenn die schon illegal sind, aber wenn die arbeiten und wenn die so nett sind und dann auch melden, dann wollen wir wenigstens die Steuern haben davon. Anderes Thema, mache ich mal ein Video zu. Das sorgt aber dafür, dass wenn ihr dieses Unternehmen kauft, und da illegal angestellte Mitarbeiter drin sind, dann haftet ihr dafür. Denn der überschreibt die komplette Haftung auf euch. Man kann das umgehen, indem man einen pfiffigen Anwalt hat, der das erkennt. Und man kann das umgehen, indem man pfiffige Berater hat, die danach auch suchen. Aber ihr habt das Risiko, dass wenn das dann auffliegt und wenn irgendwie die Ausländerbehörde und IRS und so mal eine Prüfung machen, dann haftet ihr dafür. Dann seid ihr auf einmal dran, weil ihr illegal Beschäftigte habt und dann verliert ihr euer Visum sofort und werdet abgeschoben. So einfach ist das. So, das heißt, ihr habt also schon auch bei einem Unternehmenskauf erhebliche Risiken. Das wirklich, es ist einfach so. Wenn ihr ein Restaurant kauft, ist das Risiko wahrscheinlich überschaubar, weil in der Regel kauft ihr dann das Inventar und übernehmt den Mietvertrag und stellt sowieso neue Leute ein oder macht neue Verträge. Das ist dann irgendwie nicht das Thema. Ne? Aber wenn ihr irgendwie ein Serviceunternehmen kauft oder was weiß ich für ein Unternehmen, wo viele Mitarbeiter schon drin sind, dann habt ihr einfach hier ein Risiko. Darum finde ich es immer
Na, ich finde es nicht gut, dass einfach in diesen Foren, das suggeriert immer, ja, man kann einfach ein Unternehmen kaufen und dann ist man hier. Punkt. Das ist nicht so. Also klar, ihr könnt das machen, aber vielen ist das Risiko gar nicht bewusst, was dahinter steckt. Ne? Dann habt ihr noch das Risiko der Finanzen, denn es gibt so ein paar Internetgurus, die da so zurzeit rumschwirren, so Motivationstypen, die einen immer suggerieren, dass es hier total einfach ist, mit 0 $ Eigenkapital ein Unternehmen zu erwerben, weil das ist dann Sellers Finance. Also die suggerieren euch, ihr zahlt dem einfach mehr Geld und dafür zahlt ihr aber nichts sofort, sondern der Verkäufer gibt euch einfach einen 3-Jahres-Kredit und ihr stottert diesen Kredit dann von den Erträgen ab. So, den Zahn kann ich euch zumindest hier in Texas ziehen. Auch wenn ihr bei Bis Buy Sell mal durchgeht, es steht übrigens mittlerweile immer in Fett drauf, No Sellers Finance, weil das so zugenommen hat, weil diese Gurus immer so sagen, ja, das ist gar kein Problem, kommt auf euer Verhandlungsgeschick an. Ja, Bullshit, kommt gar nicht drauf an. Ne? Also wenn ich ein Unternehmen habe und ich will das verkaufen, will ich dafür Geld sehen. Punkt. Das ist hier genauso. So, und es in den wenigsten Fällen, also ich würde mal sagen, fast gar nicht, bekommt ihr hier eine 100% Finanzierung vom Verkäufer. Der kennt euch nicht, der weiß nicht, ob ihr den Laden nicht vor die Wand fahrt. Das wird extrem schwierig sein, den Fuchs zu jagen hier. Also ihr müsst Geld haben. Punkt. Das ist so. So, und anders als in Deutschland möchten die gerne schon bei Abgabe des Angebotes, also ihr müsst ein Angebot abgeben, auch bei den Portalen. Ne? Da habt ihr dann wahrscheinlich so einen Broker, der nichts anderes macht, als zu vermitteln. Der berät niemanden. Ne? Also der berät auch den Verkäufer nicht. Der packt das einfach nur als Anzeige da rein und hofft, dass er einen Deal macht und kriegt Provision dafür. So, der will schon, wenn ihr das Angebot abgebt, eine ein Proof of Funds, wie es hier so schön heißt, haben. Das heißt, ihr müsst einen Kontoauszug beilegen, wo das Geld dann wirklich auch ausgewiesen ist oder eine Finanzierung einer Bank vorliegen haben. Und da sage ich euch gleich, ihr müsstet die Finanzierung hier in den USA bekommen. Und dann sage ich euch auch noch gleich, die werdet ihr nicht bekommen. Das wird hier nicht der Fall sein, denn wenn ihr noch kein E2-Visum habt, wird euch keine Bank hier irgendeinen Kredit geben. Ihr könnt hier ein Konto eröffnen, aber das war dann leider auch. Ne? Also, dass ihr hier irgendwie, ich habe in den E2-Foren gelesen, es gibt so, ja, du kannst ja einen SBA-Loan machen, also einen Small Business Administration Loan. Das ist also Loan, nicht Lohn, ne, sondern ein Kredit. Und dieser Kredit, der wird hier vom Staat vergeben, wenn ihr kleine Unternehmen erwerben wollt. Das ist eine richtig coole Sache. Ich weiß gar nicht, ob es das in Deutschland auch gibt. Aber die finanzieren bis zu 80% des Kaufpreises durch eine Bankbürgschaft, die sie euch geben, damit die Bank euch Geld gibt. Ist so ein bisschen wie dieser KfW-Kredit, glaube ich, ne, was da so rumschwirrt. Aber den bekommt nur ihr, wenn ihr ein Amerikaner seid oder wenn euer Geschäftspartner zu 50% Amerikaner ist, der an eurer Firma beteiligt ist. Ansonsten wird das nicht funktionieren. Also ich habe das Spiel durch mit meiner Bank, weil wir auch überlegt hatten, mal irgendwie so ein bisschen eine Finanzspritze zu geben und ein kleines Unternehmen dazu zu kaufen. Das funktioniert überhaupt nicht. Ja, wir sind halt 100% in deutscher Hand, ein amerikanisches Unternehmen, aber in deutscher Hand. Und darum winkt die SBA da schon direkt ab und sagt, no. Tut mir leid, den Kredit, den gibt es nur für Amerikaner, die ein amerikanisches Unternehmen kaufen wollen. Also vergesst das mal, hört nicht auf die Leute in den Foren, macht euch lieber selber schlau. Ja, das wollte ich euch nochmal kurz mit auf den Weg geben. Also Unternehmenkauf hat halt immer ein Risiko. So, und ihr solltet euch auf jeden Fall beraten lassen. Macht das nicht alleine. Die ziehen euch hier über den Tisch, das kann ich euch versprechen. Ihr seid Deutsche, ihr seid vielleicht nicht ganz so eloquent in der englischen Sprache, ihr versteht dieses Juristenenglisch nicht. Ihr werdet wirklich, wirklich dumm. So muss ich das leider sagen, wenn ihr hier auf Bis Buy Sell einfach mal so ein Unternehmen kauft, da Geld hinschubst und glaubt, ihr kommt damit durch. Das wird nicht so sein. Aber ich kann euch noch einen Hinweis geben, was den Businessplan oder das E2, den Antrag einreichen angeht, wenn ihr ein Unternehmen kauft. Also ab wann kann man denn den Antrag einreichen bei der Botschaft in Frankfurt in eurem Fall? Das ist relativ einfach zu beantworten. Ich habe jetzt mit ein paar Menschen gesprochen, die das gemacht haben und auch mit einem Immigration Lawyer und der sagt, es reicht, wenn du ein Letter of Intent hast, also eine Absichtserklärung. Also für alle die da überhaupt mal gar nichts von wissen, der Prozess läuft so, ihr findet ein Unternehmen, das findet ihr gut. Ihr sprecht mit dem Verkäufer, dann gebt ihr dem Verkäufer ein Angebot ab und sagt, lieber Verkäufer, ich kann mir vorstellen, dein Unternehmen zu kaufen zu folgenden Konditionen und ich bezahle das
so wie ihr euch das vorstellt. Und das schreibt ihr nieder. So, und dann sagt der Verkäufer, okay, ich finde dein Angebot gut, da müssen wir nochmal über ein paar Parameter reden. Und dieses über ein paar Parameter reden, das haltet ihr in einer Absichtserklärung fest. Die Absichtserklärung ist kein Vorvertrag und auch hier kein Vorvertrag, in Deutschland sowieso nicht. Ihr müsst darauf achten, dass wenn ihr diese Absichtserklärung verfasst, dass das nicht ein Vorvertrag ist. Das heißt, ihr müsst immer wieder sagen, das ist ein unverbindlicher Verhandlungsstand. Wir können jederzeit die Verhandlung abbrechen, denn nicht, dass der euch auf einmal festnagelt und sagt, ja, ihr habt das unterschrieben, du musst das jetzt kaufen, das Geld muss fließen. Ne? Die Parameter sind ja alle erfüllt. Also das steht auf einem anderen Blatt. Aber diese Absichtserklärung, wenn die unterzeichnet ist beidseitig, dann habt ihr euch auf die Parameter von diesem Kauf geeinigt. Und dieses Einigen heißt, ich bin soweit, ich müsste jetzt hier leider vor Ort sein, lieber Konsularbeamte, denn der nächste Schritt ist der Vertrag. Wir haben einen Letter of Intent unterzeichnet. Ich habe also schon Geld investiert, weil dieser LOI, den werdet ihr sicherlich anwaltlich begleiten und beraten lassen. Da habt ihr Geld investiert. Das heißt, das Anfangsinvest ist da. Und ihr habt auch einen Businessplan aufgestellt, denn ihr müsst natürlich auch dem Konsularbeamten mitteilen, wie denn dieses Unternehmen mit euch weitergeführt werden soll, wie das wachsen soll. Ja, und das passiert dann in diesem Letter of Intent und das ist der Zeitpunkt, wo ihr den E2-Antrag einreichen könnt. Also ihr müsst jetzt nicht warten, bis das Unternehmen gekauft ist und dann erst den Antrag einreichen. Das finde ich ist ehrlich gesagt zu spät, weil wenn das Unternehmen gekauft ist, müsst ihr vor Ort sein. Also ihr könnt nicht sagen, irgendwie, ich habe jetzt das Unternehmen gekauft und jetzt lasse ich das mal, bis der Antrag durch ist, vor sich hin dümpeln. Das wird vor die Wand fahren. Ne? Also gerade weil ihr Ausländer seid und die Amerikaner euch nicht kennen, die werden, und das garantiere ich euch, die werden nichts machen, die werden den Lohn weiter kassieren, aber es wird nicht die Motivation sein, die eigentlich notwendig ist. Darum müsst ihr bei Vertragsunterschrift, bei Signing oder bei Closing vor Ort sein und das Ding sofort weiterführen. Ja, das war so ein bisschen so ein paar Hinweise zum Thema Unternehmenskauf in den USA fürs E2-Visum. Das ist wirklich nur die Spitze des Eisbergs. Ich könnte da 8 Stunden drüber referieren, weil I do this for living. Ich will einfach nur warnen, dass es gar nicht so einfach ist, ein Unternehmen zu kaufen. Nein, ich will anders sagen. Es ist sehr einfach, ein Unternehmen hier zu kaufen, aber es hängt ein Rattenschwanz an Risiken daran und das muss euch einfach klar sein. Ja, wenn ihr Fragen habt dazu, pinkt mich an. Ich versuche immer alles zu beantworten. Ihr wisst, wenn es länger wird, dann antworte ich nur kurz und knapp, aber dafür werden wir eine Lösung finden. Ja, ansonsten geht es uns eigentlich ganz gut. Also nicht nur eigentlich, sondern uns geht es richtig gut. Die Firma brummt jetzt richtig, das macht richtig Laune gerade. Wir verdienen auch ein bisschen gutes Geld. Ich bin sehr beeindruckt, was da so reinkommt. Wir hatten ein sehr tiefes Tal, muss ich sagen, denn ihr wisst selber, das werdet ihr auch merken, wenn ihr mal gegründet habt, dass die Anfangszeit super ist, weil ihr vielleicht Reserven habt und alles läuft. Und dann gibt es aber eine Zeit, wo es vielleicht nicht so läuft. Und dann muss man halt ein paar Dinge ändern. Auch das haben wir getan. Ne? Und ich weiß auch nicht, wie ich das mir erklären soll. Aber alle, die wir hier kennen, die auch mit einer Green Card hier sind oder die frisch hier sind, die durchlaufen alle diese gleichen Phasen. Und das werdet ihr auch. Ne? Es wird am Anfang immer super sein und das geht aufwärts und aufwärts und aufwärts. Und irgendwann habt ihr so eine Stagnation und dann gibt es vielleicht auch mal so ein nach unten gehen, wo es sagt, irgendwie, alter Schwede, die Finanzen, das wird aber ganz schön eng hier, jetzt müssen wir irgendwas tun. Und das wird jedem passieren. Seid nicht so blauäugig und sagt irgendwie, ja, ich habe hier den super Plan, alles läuft. Das läuft am Anfang super. Aber je tiefer ihr reinkommt, desto mehr Ausgaben habt ihr mit Sicherheit und desto schneller müsst ihr auch reagieren hier. Und das ist das Gute an den USA, der Markt ist extrem schnell. Ihr könnt hier sofort von heute auf morgen auch Modelle ändern, ihr könnt was Neues ausprobieren und das ist einfach mega, mega geil hier. Da klingt so ein bisschen wie Dieter Bohlen, ist ja mega geil hier. Ja, das war's zum Thema Business. Ich muss noch eine Sache erzählen. Und zwar, wenn ihr uns auf Instagram gefolgt habt, finde ich so geil, weil es gibt ein paar Leute, die wollen ja mich ja immer mit Cowboy-Hut sehen. Ne? Mache ich demnächst auch. Aber wir waren letztens auf einem sehr elitären Event in den Hidden Hills hier. Da gibt es ein Neubaugebiet. Und da wurden reiche Investoren, warum die uns eingeladen haben, erzähle ich gleich, reiche Investoren eingeladen, die bauen eine Villengegend da mit Golfplatz. Und dieser Golfplatz ist designt worden von einem schottischen Designer, den die haben einfliegen lassen. Ja, was soll's, mein Gott. Und ich habe zu Tina gesagt, das halbe Bruttosozialprodukt Deutschlands ist auf diesem Platz anwesend. Das war wirklich sehr beeindruckend mit Shuttle-Service und allem Pipapo. Aber
Ich wollte ja mit dem Hut erzählen, ne? Die hatten eine Hutbar. Und eine Hutbar habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Das war sehr geil. Da war ein Typ, ein Hutmacher aus Dallas, der deutschen Ursprung hat. Der war seit 30 Jahren nicht mehr in Deutschland und hat sich total gefreut, ein bisschen Deutsch wieder zu sprechen. Und der hat halt Hüte customized. Also der hat Hüte angefasst und dann konnte man die branden lassen, wie man wollte. Dann gab es immer so ein Band drumrum, konnte man sich aussuchen mit ein paar Federn dran. Sehr geil. Da werde ich auf Instagram demnächst mal ein paar Bilder schicken. André mit Hut, falls euch das interessiert. Ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Also Unternehmenskauf war jetzt mal so ein Exkurs. Ja? Ich komme demnächst wieder mit ein paar persönlichen Sachen, mit so ein paar Erlebnissen, die wir haben. Ihr wisst ja, die Weihnachtszeit fängt an. Aber erst ist ja Thanksgiving und Thanksgiving, das ist auch so irre. Ja, komm, einen muss ich noch erzählen, das ist so irre. Weil Halloween war ja schon extrem. Also da haben die alle diese Inflatables im Vorgarten und die Kinder drehen am Rad. Das war wirklich cool. So, aber an dem Tag nach Halloween haben die ihre Inflatables, also sind so Kürbis-Inflatables oder so Horror-Inflatables. Also Inflatables sind diese Dinger, wo unten so Luft reinkommt und die sich dann so aufpusten. Abgebaut. Also am Morgen nach Halloween bin ich durch die Straße gegangen, alles abgebaut und es gab Truthahn-Inflatables, weil nach Halloween ist vor Thanksgiving, also hier ist alles in Seasons aufgeteilt und jetzt wehen hier die Truthähne in den Straßen. Ich glaube am 23., also an dem Donnerstag vor Black Friday, das ist der Tag, den ich mir merken kann, ist Thanksgiving. Wir werden auch einen Truthahn in den Ofen schieben und der Tag nach Thanksgiving ist der offizielle Start der Weihnachtssaison. Und dann drehen die Amerikaner richtig am Rad und darum wird das nächste Video ein bisschen hier von der Straße sein, wie die ihre Häuser schmücken und wie die Amerikaner so anders ticken als wir, was diese Festivitäten angeht. Und dann kommt Tina auch wieder rein. Dann machen wir vielleicht ein bisschen Business, weil Tina hat schon wieder ein neues Business aufgemacht, also parallel. Ne? Also sie macht Makler immer noch weiter, aber ihr wisst selber, der Markt ist gerade ein bisschen schwierig. Darum hat sie noch eine andere Idee und die brummt auch schon wieder. Ich bin total beeindruckt. Also ich bin totally proud of meine Tina und die hole ich nächstes Mal wieder rein. Dann quasseln wir ein bisschen hier über das Leben in Texas noch ein bisschen weiter. Vielen Dank fürs Folgen. Bis demnächst.